Der Reebok EVZN hat ein bisschen einen Touch von einem Dead-Sneaker, ein bisschen sportlicher, 90er Runner. Den schauen wir uns das mal genauer an. Wir packen das Ganze mal hier aus, Freunde. Ganz langsam. Und ich frage euch, habt ihr schon abonniert? Ja? Weil sonst verpasst ihr alle Videos, alle weiteren Sneaker-Videos auf dem Kanal. Das ist einfach unglaublich. Freunde, was schaue ich mir hier gerade an? Das ist ja... Auf Bildern kam das nicht so rüber, muss ich einfach ehrlich sagen. So, wir legen das Ganze mal hier ein bisschen zur Seite, dass es uns nicht stört. Und dann schaut ihn mal euch von oben an. Was meint ihr? Schaut ihn euch mal von der Seite an. Was meint ihr? Schaut euch das an. Oh, nice. Außensohle, andere Seite, hinten, vorne. Freunde, so. Moment. Erster Eindruck. Viel krasser als auf Bildern. Wirklich viel krasser als auf Bildern. Unglaublich nice. Jetzt gehen wir das Ganze mal Step by Step durch. Die Außensohle, sehr cool mit diesem Reebok-Logo. Insgesamt sehr nice. Geht sehr cool über in die Mittelsohle. Sehr wild. Allein dieser Schweif hier, der rüberzieht von der Außensohle über die Mittelsohle zum Upper hoch. Dann hier dieses Schweif nochmal. Das Ganze zieht sich nochmal hier durch. Geht hier rüber auf die andere Seite. Und hier haben wir keinen Übergang. Und das finde ich tatsächlich schöner, wenn es nur auf einer Seite ist. Sehr nice. So, Mittelsohle. Sehr klobig, sehr hoch. Dadurch muss das Upper immer zwangsläufig ein bisschen dünner werden. Ist aber okay, der höhere Teil. Wird aber länger, umso weiter es nach vorne geht. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Diese Patches, einfach schön angenäht, schwarz auf weiß. Hier so ein geripptes Material, sehr atmungsaktiv. Wir haben das Ganze hier nochmal bei der Toebox, wo hier nochmal Leder über die Toebox geht, nochmal verstärkt, damit es eben nicht reißt. Dann haben wir hier die Zunge in einer sehr schönen Form. Das heißt, die Schnürung können wir bis hier oben hin machen. Sieht sehr clean aus. Also insgesamt der Schuh sehr ästhetisch, sehr clean. Die Silhouette, der Look, das Design. Wunderschön. Denkt man gar nicht. Viele Leute haben Reebok gar nicht auf dem Schirm. Stellt euch das mal vor und dann verpasst man so einen schönen Schuh. Es ist echt... Boah, wenn man halt genug von diesem ganzen Thema ständig Nike oder andere Marken und man etwas anziehen möchte, wenn du damit durch die Stadt läufst, dann bin ich mir safe sehr sicher, dass nicht gerade viele den anhaben werden. Wenn überhaupt jemand, muss man einfach sagen, wie es ist. Er ist einfach schön. Ich bin wirklich verliebt. Ich finde ihn nice. Ich bin echt gespannt. Das Einzige, wo ich sage, okay, er könnte für meinen Geschmack ein bisschen in die Weite sein, so ein bisschen dickeren Hintern haben. Hier ein bisschen dicker, hier ein bisschen dicker. Wobei vorne würde ich es noch okay lassen, wenn es hinten noch ein bisschen breiter wäre. Aber vielleicht sieht der On-Feet echt richtig gut aus. Also ich bin gespannt. Ich will jetzt mit euch reinhüpfen. Wir schauen uns einfach mal den On-Feet-Teil an. Ich bin im EVZN, oder wie der sich jetzt ausspricht, drin. Und ja, doch, ist schon nice. Was man direkt sagen muss, der ist unglaublich leicht. Unglaublich leicht. Was mir nun nicht gefällt, ist der Blick von unten nach oben. Das ist mir ein bisschen zu bold, einfach zu dick insgesamt. Ja, ich kann mich da echt schlecht entscheiden, muss ich ehrlicherweise sagen. Was meint ihr, Freunde? Ich finde den Look, diesen schwarz-weiß-Look insgesamt nice. Dieses ja, boldige, was ich so hier kritisiere, finde ich insgesamt in der seitlichen Silhouette aber dafür schön. Aber das wäre jetzt nicht ein Sneaker, wo ich sage, boah, der hat sich jetzt in meinem Regal einen Platz verdient, weil er jetzt besonders krass hervorsticht. Also ist schon okay, wenn man so ein Low-Budget, einen guten stylischen Sneaker sucht, dann auf jeden Fall. Der mega einfach und leicht ist. Er ist jetzt nicht sonderlich bequem oder so, aber so, er ist halt Durchschnitt. Ein Durchschnittssneaker vielleicht für die Durchschnittssituationen, die man braucht. Keine Ahnung, fürs Büro, was weiß ich was. Aber ja, also ich finde ihn jetzt nicht so besonders, dass ich sagen muss, ich muss jetzt eine krasse Kaufempfehlung aussprechen. Das überlasse ich jetzt vielleicht dann doch euch alleine. Das müsst ihr dann entscheiden, Freunde.